Vergessen Sie das Warten auf fliegende Autos in einer fernen Science-Fiction-Zukunft. Die Zukunft ist hier, rollt, gleitet und schwebt über China. Was jetzt geschieht? Erscheint fast unwirklich, SUVs, die auf dem Wasser fahren, Taxis ohne Fahrer und Hightech-Verkehrssysteme, die innerhalb weniger Wochen entstehen. Dies ist kein Film. Es ist das wahre Leben und es definiert die Art und Weise neu, wie wir über Bewegung, Städte und die Grenzen der Technologie denken. In China wartet die Innovation nicht. Von schwimmenden Fahrzeugen und Bahnen in der Luft bis hin zu intelligenten Bussen und Roboterschiffen, diese Durchbrüche verändern bereits die Landschaft, während der Rest der Welt versucht, mitzuhalten. Also schnallen Sie sich an. Wir tauchen ein in die kühnste, schnellste und futuristischste Verkehrsrevolution, die die Welt je gesehen hat. Fliegende Fahrzeuge. Wenn Sie immer noch glauben, dass fliegende Taxis Science Fiction sind, werfen Sie einen Blick nach China, wo die Zukunft bereits begonnen hat. Der EHang EH216S ist kein Prototyp, der auf einer Technikmesse steht. Es ist eine echte Maschine, die bereits echte Menschen über überfüllte Stadtgebiete fliegt. Das von EHang, einem Technologieunternehmen mit Sitz in Guangzhou, entwickelte elektrische Senkrechtstart- und Landeflugzeug eVTOL hat die heilige Dreifaltigkeit der Luftfahrtzertifizierung erreicht. Design, Lufttüchtigkeit und Massenproduktion. Mit anderen Worten, es darf nicht nur fliegen, sondern ist auch für den großen Wurf gerüstet. Keine Pilotenlizenz erforderlich, kein Cockpit, kein Steuerknüppel. Einfach einsteigen, anschnallen und in die Lüfte steigen. Kein Lärm, keine Abgase, kein Verkehr. Nur Sie, die Wolken und eine atemberaubende Aussicht auf die Stadt von oben. Der EH216S bietet Platz für 2 Passagiere, wird vollständig elektrisch betrieben und ist jetzt führend im Bereich der Mobilität in der Luft. Hunderte davon wurden bereits bestellt, nicht nur in China, sondern auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Großstädte wie Guangzhou, Shenzhen und Hefei arbeiten eifrig am Bau von städtischen Flugkorridoren und Flughäfen, um sich auf eine Zukunft vorzubereiten, in der das Fliegen durch die Stadt so normal ist wie das Anrufen eines Taxis. Ein Exemplar wurde sogar auf Taobao, Chinas Version von Amazon, für 1,99 Millionen Yuan verkauft. Ja, man kann buchstäblich ein fliegendes Taxi online kaufen. Und wer sieht sich das alles mit Stolz an? Präsident Xi Jinping. Unter seiner Führung sind futuristische Verkehrsmittel nicht nur ein Traum, sie sind Teil der nationalen Strategie Chinas. Während die US noch über Verordnungen debattieren, ist China bereits in der Luft. Und das ist erst der Anfang. Von autonomen fliegenden Taxis bis hin zu persönlichen Luftfahrzeugen, Himmelszügen und KI-gesteuerten Luftverkehrsnetzen. China gestaltet die Zukunft der Städte neu, nicht mit Blaupausen, sondern mit jedem Start. Wuhan Skytrain. Vergessen Sie alles, was Sie über Züge zu wissen glaubten. Der Wuhan Skytrain, auch Optics Valley Photon genannt, stellt den Verkehr, wie wir ihn kennen, auf den Kopf. Stellen Sie sich vor, dass Sie nicht in einem Flugzeug oder in einem Verkehrsstau durch die Luft sausen, sondern in einer eleganten, fahrerlosen Einschienenbahn, die über dem Boden schwebt. Das ist kein normales Pendeln. Es ist ein futuristisches Erlebnis, wie eine Szene direkt aus einem Hightech-Thriller. Aber es findet genau jetzt in Wuhan statt. Der Skytrain befindet sich im Herzen der Donghu New Technology Development, Zone der Stadt, und ist sowohl für die Fahrt als auch für das Ziel geeignet. Über der Stadt schwebend, bietet sie den Fahrgästen mehr als nur eine Fahrt. Er bietet eine völlig neue Art, die Welt zu sehen. Mit Glasböden unter den Füßen schweben sie nicht nur durch den Himmel, sondern beobachten das Leben unter ihnen. Die atemberaubende Aussicht auf die grünen Hügel, Seen und die moderne Stadtlandschaft schafft eine Mischung aus Natur und Technologie, wie sie noch nie gesehen haben. Es ist mehr als nur der Glasboden, der diesen Skytrain so besonders macht. Dank eines hochmodernen automatisierten Systems, das ihn mit einer Geschwindigkeit von bis zu 37 Meilen pro Stunde leise durch die Luft gleiten lässt, funktioniert das Ganze ohne Fahrer. Es ist die perfekte Lösung für die Verkehrsalbträume, die so viele Städte heimsuchen. Und sie geschieht in Echtzeit. Das Design, futuristisches Raumschiff, trifft auf elegante Schlichtheit. Mit seinem stromlinienförmigen, hochmodernen Design ist der Wuhan Skytrain mehr als nur ein Transportmittel. Er ist ein Symbol für die Zukunft. In nur 2 Waggons können bis zu 220 Fahrgäste befördert werden. Aber die Konstruktion ist so flexibel,
dass sie je nach Bedarf erweitert werden kann. Dieser Zug, der am 26. September 2023 in Betrieb genommen wird, ist nicht einfach nur ein Zug, es ist ein Fenster in die Zukunft. Ein Blick auf das, was Städte werden können, wenn sie innovativ werden, wenn sie wissen wollen, wie es ist, durch die Zukunft zu fahren, zeigt ihnen Wuhan, wie es geht. China's Robotaxis. Stellen Sie sich vor, Sie steigen in ein Taxi, die Tür schließt sich sanft hinter Ihnen und das Auto fährt sanft und geräuschlos davon, ohne dass jemand hinter dem Steuer sitzt. Kein Fahrer, nur Sie, die offene Straße und ein Armaturenbrett, das mit intelligenten Bildschirmen und leuchtenden Sensoren ausgestattet ist. Dies geschieht jetzt in Städten in ganz China. Robotaxis oder fahrerlose Taxis werden immer häufiger eingesetzt, vor allem in Städten wie Wuhan, wo der Tech-Gigant Baidu mit Apollo Go führend ist. Diese selbstfahrenden Autos nutzen Kameras, Sensoren und künstliche Intelligenz, um ohne menschliche Hilfe durch belebte Straßen zu navigieren. Sie halten sich an die Verkehrsregeln, weichen Hindernissen aus und bringen ihre Fahrgäste sicher ans Ziel, ganz von selbst. Bis Ende dieses Jahres plant Apollo Go, allein in Wuhan 1000 Robotaxis in Betrieb zu nehmen. Das ist zusätzlich zu den Hunderten, die bereits in mindestens 19 chinesischen Städten getestet werden. Andere Unternehmen wie Pony, WeRide und AutoX haben ebenfalls große Ziele und wollen expandieren. Pony zum Beispiel hat bereits 300 Robotaxis und will bis 2026 1000 weitere hinzufügen. Für die Fahrgäste ist das eine aufregende, sanfte Fahrt in die Zukunft. Aber nicht alle sind begeistert. Viele traditionelle Taxi- und Ride-Hailing-Fahrer sind besorgt. Robotaxis sind schnell, leise und effizient. Sie werden nicht müde, machen keine Pausen und fragen nie nach Trinkgeld. Doch die Technologie ist nicht nur atemberaubend. Sie verändert auch Leben und Arbeitsplätze. Die Zukunft kommt mit einer Fahrt nach der anderen. Und sie wartet nicht auf jemanden. Yangwang U8. Wenn ich Ihnen sagen würde, dass ein Auto auf dem Wasser schwimmen kann, würden Sie mir glauben? Es mag unmöglich klingen, aber der BD Yangwang U8 macht es wahr. Dies ist nicht nur ein Luxus-SUV, es ist eine kühne Hightech-Maschine, die die Regeln dessen, was ein Auto tun kann, bricht. Er ist leistungsstark, intelligent und ja, er kann eine Flut überleben. Der U8, der vom chinesischen Automobilhersteller BYD unter seiner Luxusmarke Yangwang hergestellt wird, ist ein vollwertiger Geländewagen mit Funktionen, die wie Science Fiction klingen. Er verfügt über 4 unabhängige Elektromotoren, einen für jedes Rad, und einen 2-Liter Benzinmotor, der als Reichweitenverlängerer fungiert. Dieses Setup verleiht ihm eine atemberaubende Leistung, einschließlich 880 Kilowatt Leistung und der Fähigkeit, in nur 3,6 Sekunden von 0 auf 60 Meilen pro Stunde zu beschleunigen. Nicht schlecht für ein Fahrzeug, das über 3 Tonnen wiegt. Das U8 kann sogar noch etwas Verrückteres, in Notsituationen auf dem Wasser schwimmen. Es kann 30 Minuten lang über Wasser bleiben und sich mit Hilfe seines versiegelten Körpers und seiner intelligenten Steuerung langsam vorwärts bewegen. Das System schaltet sogar den Motor ab, hebt die Federung an, schließt die Fenster und öffnet das Schiebedach, um zu entkommen. Er ist für das Überleben im Katastrophenfall, bei Überschwemmungen, konzipiert, was kein anderer SUV von sich behaupten kann. Außerdem verfügt er über die einzigartige E4-Plattform von BYD, die Panzerkurven ermöglicht, bei denen sich das Fahrzeug auf der Stelle dreht, und eine wahnsinnige Traktionskontrolle, selbst wenn ein Reifen platt ist. Innen ist er ein technisches Wunderland, 6 Bildschirme, ein AR-Head-Up-Display, ein Satellitentelefon, eine Wärmebildkamera und ein Mini-Kühlschrank, der heizt und kühlt. Carsey 600. In der Vergangenheit war das Reisen mit der Eisenbahn das langsamste Verkehrsmittel. Züge rumpelten über die Gleise, gezogen von lauten Lokomotiven, und brauchten Stunden, um von einer Stadt zur anderen zu gelangen. Doch heute wird dieses alte Image in China durch etwas Schnelleres, Geschmeidigeres und völlig Revolutionäres ersetzt. Der CRRC 600, eine Magnetschwebebahn, die über den Gleisen schwebt und eine atemberaubende Geschwindigkeit von 370 Meilen pro Stunde erreichen soll. Der von CRRC Qingdao Xifang entwickelte CRRC 600 nutzt die Maglev-Technologie, Magnetschwebebahn, die vom deutschen Transrapid-System lizenziert wurde. Anstelle der herkömmlichen Räder schwebt der Zug einige Millimeter über der Schiene und wird von starken Magneten vorwärts getrieben.
Da kein Kontakt zwischen Zug und Schiene besteht, gibt es fast keine Reibung, sondern nur reine, gleichmäßige Geschwindigkeit. Bei diesem Tempo könnte der CRRC 600 die Fahrzeiten drastisch verkürzen. Eine Reise, die heute mit dem Hochgeschwindigkeitszug 3 Stunden dauert, könnte auf 1 Stunde verkürzt werden. Stellen Sie sich vor, Sie steigen in Shanghai in einen Zug und sind schneller in Peking als mit dem Flugzeug. Ohne Warteschlangen am Flughafen oder lange Abfertigungszeiten. Jeder Zug besteht aus 2 bis 10 Waggons, die jeweils über 100 Fahrgäste befördern können. Sie sind leise, sauber und für die Städte der Zukunft konzipiert. Die Tests begannen 2020 in Shanghai auf einer speziellen, eine Meile langen Maglev-Teststrecke. Um die Höchstgeschwindigkeit zu erreichen, muss die Strecke verlängert werden, da normale Hochgeschwindigkeitsstrecken für Maglev-Züge nicht geeignet sind. Mit dem für 2025 geplanten kommerziellen Betrieb soll der CRRC 600 zu einem der schnellsten Züge der Welt werden. Er steht nicht nur für Geschwindigkeit, sondern auch für das Ziel, die Art und Weise, wie sich Menschen fortbewegen, neu zu gestalten. TF2, fliegendes Auto. Haben Sie schon einmal von Terrafugia und seinem Traum gehört? Fliegende Autos Wirklichkeit werden zu lassen? Was als Studentenprojekt am MIT begann, entwickelt sich nun zu einer der futuristischsten Verkehrsentwicklungen in China. Nach der Übernahme durch den chinesischen Automobilriesen Geely, der auch hinter Volvo und Lotus steht, wird das Flugautoprogramm von Terrafugia für die nächste Phase seiner Entwicklung nach China verlagert. Der Star der Geschichte ist der TF2A, ein elegantes fliegendes Auto für 4 Passagiere, das eine Reichweite von 185 Meilen und eine Höchstgeschwindigkeit von 144 Meilen pro Stunde haben soll. Es ist eine Mischung aus Flugzeug und Auto, soll senkrecht starten und sanft landen und passt damit genau in die Vision der zukünftigen urbanen Luftmobilität. Es ist nicht nur ein fliegendes Spielzeug, es wird gebaut, um reale Transportbedürfnisse zu erfüllen, einschließlich der Fähigkeit, eine Nutzlast von 1200 Pfund zu tragen. Der TF2A basiert auf früheren Arbeiten von Terrafugia, dessen Übergangsmodell in den USA bereits eine Zulassung für leichte Sportflugzeuge erhielt. Dieses Fahrzeug konnte zwischen dem Fahren auf der Straße und dem Fliegen in der Luft wechseln und bedeutete einen gewaltigen Sprung im Individualverkehr. Doch jetzt konzentriert sich Geely auf den TF2A und strebt eine Zertifizierung durch die chinesische Zivilluftfahrtbehörde an, was einen großen Schritt in Richtung der Verwirklichung dieses Fahrzeugs in Asien darstellt. Geely hat sogar eine eigene Tochtergesellschaft, Aerofugia, gegründet, die das Know-how von Terrafugia mit chinesischem Drohnen-Know-how vereint. Und mit ihrer Investition in Volocopter und ihren Plänen für urbane Luftmobilität in China ist klar, dass sie nicht nur ein fliegendes Auto bauen, sondern ein ganzes Ökosystem. DeepRoot. DeepRoot. Klingt an sich schon futuristisch. Und die Technologie, die es entwickelt, ist sogar noch beeindruckender. Das 2019 in Shenzhen gegründete Spitzenunternehmen entwickelt sich schnell zu einem der wichtigsten Akteure in der chinesischen Szene für autonomes Fahren. In nur wenigen Jahren hat das Unternehmen Robotaxis, autonome Lastwagen und KI-gestützte Fahrsysteme auf den Markt gebracht, die uns einer Welt näher bringen, in der Autos keine Menschen mehr hinter dem Steuer benötigen. Einer der größten Meilensteine des Unternehmens ist der DeepRoot Driver 3, ein serienreifes autonomes Fahrsystem der Stufe 4, das ohne hochauflösende Karten arbeiten kann. Das ist eine große Sache. Die meisten selbstfahrenden Fahrzeuge sind auf detaillierte, vorab kartierte Gebiete angewiesen. Die Technologie von DeepRoot durchbricht diese Barriere und lässt Fahrzeuge auf Straßen fahren, die sie noch nie zuvor gesehen haben, ohne Geofencing, ohne Grenzen. Es ist ein mutiger Schritt in Richtung voller Autonomie. Das System von DeepRoot umfasst fortschrittliche LiDAR-Sensoren, 8 Kameras, GNSS und eine speziell angefertigte Computerbox, die wie ein Gehirn und Sensoren für das Fahrzeug zusammenarbeiten. Ihr früheres System, DeepRoot Sense, wurde sogar mit dem CES Innovation Award ausgezeichnet. Das zeigt, wie leistungsstark und innovativ ihre Technologie wirklich ist. Der Robotaxi-Service wurde 2021 zunächst in Wuhan eingeführt, gefolgt von Shenzhen, und wird jetzt in Hangzhou und anderen Städten durch Partnerschaften mit großen Namen wie Dongfeng Motors und Cao Mobility getestet. Aber das ist noch nicht alles. DeepRoot ist auch dabei,
die Logistik mit autonomen mittelschweren Lastwagen zu verändern, die jetzt im Rahmen einer Partnerschaft mit Deepon Logistics kommerziell genutzt werden. Autonomer Lieferwagen Neolix. Der autonome Lieferwagen von Neolix mag wie etwas aus der Zukunft klingen, aber er ist bereits da draußen und navigiert leise durch die Straßen der chinesischen Städte, um Lieferungen ohne Fahrer auszuliefern. Diese kleinen, kastenförmigen Fahrzeuge verändern die Art und Weise, wie Pakete von den Verteilungszentren zu ihrem lokalen Abholpunkt gelangen. Und sie tun dies ohne Lenkrad, Fahrer oder sogar ohne Vordersitz. Neolix ist führend in der Zustellung auf der letzten Meile mit vollständig autonomen Fahrzeugen, die jetzt in Städten wie Peking, Shanghai, Shenzhen und Chengdu eingesetzt werden. Chengdu hat Neolix vor kurzem eine der allerersten Lizenzen für unbemannte Lieferfahrzeuge erteilt, was den Beginn des realen, täglichen Einsatzes auf öffentlichen Straßen markiert. Dies ist das erste Mal, dass so etwas in der Provinz Sichuan in so großem Umfang passiert. Doch was macht den Neolix-Van so futuristisch? Es sind das Gehirn und die Augen des Fahrzeugs. Jeder Van ist mit 12 hochauflösenden Kameras und einem leistungsstarken LiDAR-Sensor ausgestattet und läuft mit dem Orin-Chip von Nvidia, der unglaubliche 254 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde ausführt. Dank seines auf einem Transformator basierenden Sichtsystems hat der Van eine 360-Grad-Wahrnehmung und kann Objekte in einer Entfernung von bis zu 400 Metern erkennen. Er sieht und reagiert auf der Straße wie ein menschlicher Fahrer, nur schneller und präziser. Bei Neolix geht es nicht nur um intelligente Technik. Das Unternehmen verfügt auch über eine beachtliche Produktionskapazität. Das Werk kann bereits 10.000 Transporter pro Jahr herstellen und plant, die Produktion bis 2025 auf 30.000 Einheiten pro Jahr zu erhöhen. Jeder Transporter wird mit Hunderten von Fahrzeugprüfungen getestet und muss über 180.000 Meilen an Haltbarkeitstests überstehen. Autonom Lieferfahrzeuge von Meituan. Die autonomen Lieferfahrzeuge von Meituan sind dem autonomen Lieferwagen von Neolix in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich, jedoch mit einer einzigartigen Besonderheit. Meituan, eine der größten Lieferplattformen Chinas, hat mit dem Start der fahrerlosen Lebensmittellieferung in Peking einen mutigen Schritt in die Zukunft gemacht. Diese kleinen, kastenförmigen, autonomen Fahrzeuge fahren leise durch die Straßen der Stadt und bringen frische Lebensmittel direkt an die Haustür, ohne dass ein Mensch sie berührt. Alles begann im Chunyi District, wo Meituans selbstfahrende Lieferwagen 3 Wohngemeinschaften belieferten. In einem Radius von 3 Meilen wird jede Lieferung über ein intelligentes System abgewickelt. Sobald ein Kunde eine Bestellung über die Meituan-App aufgibt, weist das System ein fahrerloses Fahrzeug für die Aufgabe zu. Der Lieferwagen holt die Bestellung ab, fährt über offene Straßen und bringt sie zu einer bestimmten Abholstation, wo die Kunden ihre Waren abholen. Was diese Fahrzeuge wirklich futuristisch macht, ist nicht nur die Autonomie, sondern auch das Timing. Dieser Dienst wurde während des Ausbruchs der Pandemie eingeführt, einem Moment, in dem die Verringerung des menschlichen Kontakts entscheidend wurde. Da die Nachfrage nach Zustellungen in die Höhe schoss, an manchen Tagen stieg das Auftragsvolumen um 200 bis 300%, boten diese Roboterfahrzeuge eine sichere und effiziente Lösung. Es gab keine Türklingeln, die man läuten musste, keine Kuriere, die man begrüßen musste, nur eine stille Maschine, die ihre Arbeit mit Präzision erledigte. Dies waren auch nicht die ersten Roboter von Meituan. Bevor sie auf die Straße gingen, testeten sie Indoor-Lieferroboter in Büros und Hotels in Peking und Shenzhen. Aber diese Einführung war etwas Besonderes. Es war das erste Mal, dass Meituan unbemannte Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen einsetzte. Das Unternehmen plant, diese futuristische Flotte zu erweitern und die Lieferung von Lebensmitteln, Medikamenten und Dingen des täglichen Bedarfs hinzuzufügen. Busse haben schon immer die meisten Staus auf den Straßen verursacht. Aber andererseits sind sie in jeder Stadt notwendig. Die Chinesen haben jedoch eine großartige Lösung gefunden. Transit Elevated Bus. Der Transit Elevated Bus, kurz TEB, war Chinas kühner Versuch, den öffentlichen Verkehr neu zu denken. Anstatt neben den Autos zu fahren, sollte der TEB über ihnen schweben und auf Schienen über die Straße gleiten, während die Fahrzeuge darunter hindurchfuhren. Der erste Prototyp wurde 2016 in Qinhuangdao City vorgestellt und erregte sofort die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit. Medien, Schaulustige und sogar Regierungen im Ausland konnten nicht aufhören, über ihn zu sprechen.
Fotos zeigten einen riesigen weißen Bus, der sich über fahrende Autos schiebt und eine Zukunft verspricht, in der Busse den Verkehr nicht mehr verstopfen. Sie schwebten über ihm. Das Konzept war einfach, aber futuristisch. Die Fahrgäste würden von erhöhten Plattformen aus einsteigen. Das riesige Fahrzeug war hoch genug, um Autos unter seinem Bauch durchfahren zu lassen, und löste so städtische Verkehrsstaus mit einem Schlag. Das Time Magazine kürte ihn sogar zu einer der 50 besten Erfindungen des Jahres 2010. Doch nur wenige Monate nach seinem spektakulären Debüt kam der Traum zum Stillstand. Das Unternehmen hinter dem TEB, das einst durch Crowdfunding und lokale Regierungsabkommen unterstützt wurde, geriet in Schwierigkeiten. Investoren zogen sich zurück. Mitarbeiter verließen das Unternehmen und das Projekt wurde schließlich aufgegeben. Heute steht der riesige Testbus immer noch ungenutzt auf einer Straße in Qinhuangdao und nimmt viel Platz in Anspruch, während die Anwohner über die blockierten Fahrspuren frustriert sind. Doch es gibt Hoffnung am Horizont. Gerüchte und Berichte deuten darauf hin, dass es Pläne gibt, das TB-Projekt mit neuen Partnerschaften und verbesserter Technologie wiederzubeleben. Die Idee an sich ist nach wie vor visionär, eine Lösung für den öffentlichen Verkehr, die sich buchstäblich über den Verkehr erhebt und Straßenraum freimacht, ohne die Infrastruktur auszubauen. Mit besserer Planung und moderner Technik könnte der TEB immer noch ein Symbol für intelligente, platzsparende städtische Mobilität werden. Es ist ihnen klar, dass sich der Verkehr in Richtung Autonomie entwickelt und dass es keine Fahrer mehr gibt, sondern nur noch intelligente Systeme, die jeden Schritt machen. Sunwin, die Zukunft der intelligenten und grünen Busse. Zu den Pionieren dieses Wandels gehört Sunwin, ein chinesisches Unternehmen, das bei der Entwicklung intelligenter, umweltfreundlicher und fahrerloser Busse, die Art und Weise, wie wir uns in den Städten bewegen, neu definieren, eine Vorreiterrolle spielt. Auf der Shanghai International Bus Exhibition 2020 präsentierte Sunwin stolz seine neuesten Innovationen. Ein Oberleitungsbus mit 2 Energiequellen, ein intelligenter vernetzter Bus und ein Brennstoffzellenbus. Jedes dieser Fahrzeuge wurde mit Blick auf die Zukunft entwickelt. Saubere Energie, intelligente Systeme und vollständige Autonomie. Diese Busse sind keine Science-Fiction. Sie sind bereits auf den Straßen unterwegs. Eines der beeindruckendsten Merkmale des Trolleybusses von Sunwin ist seine Fähigkeit, sowohl mit als auch ohne Stromnetz zu fahren. Dank fortschrittlicher Systeme wie DC-DC-Wandler, GPS, SLAM und einer Reihe von Radaren und Kameras. Er fährt nicht nur, er denkt auch. Das Fahrzeug kann seine Route anpassen, Hindernisse erkennen und mit der Verkehrsinfrastruktur in seiner Umgebung kommunizieren. Ebenso beeindruckend sind die Brennstoffzellenbusse, die mit einer Nennleistung von 83 Kilowatt und einer in großen Tanks gespeicherten Wasserstoffkapazität mit Wasserstoff betrieben werden. Jeder Sunwin-Bus verfügt über Panoramablicksysteme, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme und eine Niederflurbauweise, die den Einstieg erleichtert. Im Inneren fühlen sie sich eher wie Hightech-Lounges als wie Stadtbusse an. Shanghai plant den Bau von 50 Wasserstofftankstellen bis 2025. Und Sunwin ist mit über 2300 bereits ausgelieferten intelligenten Bussen bereit. Drittens ein Einschienenbahnsystem. Die Chinesen haben in den letzten Jahren viel investiert. Nicht nur in traditionelle Bahnsysteme, sondern auch in futuristische Ideen, die den öffentlichen Nahverkehr völlig neu definieren. Skyrail, Hochbahn für moderne Städte. Eines der auffälligsten und zukunftsweisendsten Beispiele ist die Skyrail, eine elegante Einschienenhängebahn, die lautlos über die Straßen der Stadt gleitet. Sie wurde entwickelt, um eine schnelle, saubere und leise Mobilität in der Stadt zu ermöglichen und bietet mehr als nur ein Transportmittel. Sie bietet ein Erlebnis. Die Skyrail fährt auf einer schlanken, erhöhten Schiene, die von leichten Säulen getragen wird und nimmt so wenig Platz in Anspruch. Dank dieses cleveren Designs können die Schienen durch Gebäude, über Straßen und sogar in Einkaufszentren verlaufen, was sie perfekt für dichte Städte macht, in denen der Platz begrenzt ist. Auch der Bau ist schnell. Sie braucht nur 1/3 der Zeit einer U-Bahn und kostet nur 1/5 davon. Jeder Wagen ist aus leichtem Aluminium gefertigt, was den Energieverbrauch und den Verschleiß reduziert. Das System wird von Elektromotoren in den Rädern angetrieben, die über eine regenerative Bremse verfügen, sodass die beim Bremsen entstehende Energie gespeichert und wiederverwendet werden kann. Und wenn der Strom ausfällt, ist das kein Problem. Die Waggons werden von BYDs Eisenphosphatbatterien angetrieben,
die es dem Zug ermöglichen, die nächste Station sicher zu erreichen. Wenn Sie einsteigen, werden Sie feststellen, dass Sie durch die großen Fenster einen Panoramablick auf die Stadt haben. Es fühlt sich mehr nach Sightseeing als nach Pendeln an. Die Fahrt ist sanft und leise. Dank Gummireifen, Luftfedern und einem einstellbaren Federungssystem, das den Zug stabil und komfortabel hält. Die Skyrail ist auch flexibel. Sie kann je nach Bedarf mit 2 bis 8 Waggons betrieben werden und bedient alle möglichen Strecken. Von Touristenattraktionen über Flughafenshuttles bis hin zu Schulwegen oder Verbindungen zwischen Vororten und der Innenstadt. Für alle, die Geschwindigkeit, Schmutz und den Nervenkitzel des Offroad-Fahrens lieben, ist dieses Fahrzeug genau das Richtige. Sur-Ron Stormby, die Revolution der Elektrogeländewagen. Das Sur-Ron Stormby ist Chinas kühner Schritt in die Welt der leistungsstarken elektrischen Geländemotorräder. Und es stellt alles auf den Kopf, was wir bisher über Elektromotorräder wussten. Das Stormby wurde nicht gebaut, um traditionell Motocross-Motorräder zu ersetzen, sondern um eine ganz neue Kategorie des Fahrens zu schaffen und bietet eine futuristische Variante des Offroad-Spaßes. Sur-Ron wurde in Chongqing, Chinas Kraftzentrum für Automobilbau, hergestellt und hat sich schnell einen globalen Namen gemacht. Mit über 120.000 weltweit verkauften Fahrrädern seit 2017 hat das Unternehmen deutlich gemacht, dass Elektrofahrräder das einzig wahre sind. Das Stormby ist größer, schwerer und stärker als sein kleineres Geschwisterchen. Das Ultraby. Das Stormby ist größer, schwerer und stärker als sein kleineres Geschwisterchen. Das Ultraby. Es fühlt sich in Bezug auf Gewicht und Handling eher wie ein ausgewachsenes Motorrad an und ist damit perfekt für erfahrene Fahrer, die eine ernsthafte elektrische Trailmaschine suchen. Der Stormby ist vollgepackt mit fortschrittlicher Technik, intelligentem Battery Management, regenerativem Bremsen, mehreren Fahrmodi und einem kraftvollen Drehmoment, das sofort anspricht, wenn man am Gasgriff dreht. Eines der aufregendsten Dinge an diesem Fahrrad sind die einstellbaren Einstellungen am Armaturenbrett. Der Fahrer kann die Gasannahme, die Motorbremse und die Leistungsabgabe mit nur wenigen Fingertipps anpassen. Er ist leise, sanft und stark und bietet die Leistung, die Sie brauchen, ohne den Lärm oder die Abgase eines Benzinmotors. Auch das Aufladen ist einfach. Schließen Sie ihn einfach an eine normale Steckdose an und warten Sie 4 bis 6 Stunden. Und der eingebaute intelligente Computer sorgt dafür, dass Ihre Batterie sicher und effizient geladen wird. Zhuhai-Yun, autonomes Kriegsschiff, das eine Armee von Drohnen steuert. Wenn Sie glauben, Chinas Verkehrsrevolution beherrsche nur die Straßen und den Himmel, irren Sie sich. Lernen Sie die Zhuhai-Yun kennen, nicht nur ein Schiff, sondern ein Wunderwerk der modernen Technik, das die Regeln des Seeverkehrs neu definiert. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein schnittiges Hightech-Forschungsschiff. Aber unter der Oberfläche, im wörtlichen und im übertragenen Sinne, ist es viel mehr. Dieses 300 Fuß lange Stahlungetüm segelt nicht nur. Es befehligt eine ganze Flotte autonomer Drohnen in der Luft, auf den Wellen und unter dem Meer. Kein Kapitän, keine Mannschaft, nur pure Intelligenz. Das von der China State Shipbuilding Corporation gebaute Zhuhai-Yun ist das erste vollständig autonome Drohnenmutterschiff der Welt. Es läuft mit KI-gestützter Navigation und koordiniert über 50 unbemannte Fahrzeuge mit unheimlicher Präzision, wie ein Gehirn, das auf dem Meer schwimmt und seine mechanischen Gliedmaßen bei der Erkundung einer riesigen 3D-Welt steuert. Während es lautlos über das Wasser gleitet, kann es Schwärme von Luftdrohnen einsetzen, um den Himmel zu kartieren, Unterwassergleiter, um die Tiefe zu erforschen, und schnittige Schiffe, um die Oberfläche zu scannen. Und sie alle senden Echtzeitdaten an ihr Mutterschiff zurück. Es ist, als würde man einem Orchester von Maschinen zusehen, die in perfekter Harmonie spielen, ohne dass ein Mensch in Sicht ist. Seine offizielle Aufgabe: Meeresforschung, Umweltschutz und Offshore-Wartung. Aber bei so viel Technik, fortschrittliches Sonar, Swarm KI, Überwachungssysteme, fragt man sich doch, was kann es noch? Dies ist nicht nur ein Sprung nach vorn in der Meereserkundung. Es ist ein kühner Schritt in eine Zukunft, in der sogar die Ozeane von intelligenter Bewegung erfüllt sind. Eine Welt, in der Schiffe selbst segeln, Drohnen selbstständig denken und die Meere zu digitalen Grenzen werden. Und während China diese unglaublichen Systeme baut, stellt sich nicht die Frage, ob sie unser Leben verändern werden, sondern wie bald. Schwebebahnen über uns, fliegende Autos um uns herum und intelligente Schiffe unter uns.
Die Zukunft kommt nicht. Sie ist bereits in Bewegung, und zwar schnell. Würden Sie an Bord eines Schiffes ohne Besatzung gehen oder in einem Taxi ohne Pilot fliegen? Sagen Sie es uns in den Kommentaren. Und vergessen Sie nicht, ein Abonnement abzuschließen, um weitere Einblicke in die Welt zu erhalten, die gleich um die Ecke liegt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und bis später.